2001 unterschreiben Wizard bei LMP einen Vertrag über 3 Studioalben und begeben sich wieder ins Moormann-Studio nach Bochum. Die Stimmung bei den Aufnahmen ist so gut, dass die Musik teilweise in den Hintergrund rückt. Show your blade. You don't know who is all the true. Steady reds are everywhere. You want USA. Standing beside you in the loneliness of the battle. Protecting and saving your life. You are the scum of this world. You are the dust of the streets. You are the dirt under our nails. Wir haben uns damals für, ich weiß gar nicht, 2 Wochen oder 3 Wochen? 2 Wochen. Für 2 Wochen im Moormann-Studio verschanzt und aufgenommen. Ja, irgendwie waren wir dann aber, kam die Partywut aus uns herausgesprudelt und hatten wir halt 2 Wochen lang eine echt geile Zeit. War so wie Klassenfahrt 2 Wochen Ja. mit Jungs. Da zwischendurch kamen noch die Jungs von Sacred Steel vorbei zum Chöre eingrölen Und noch ein paar andere. und noch ein paar andere Kumpels. Freunde und Kumpels. Und nach dieser Nacht kam der Besitzer des Studios zu uns und hat uns gebeten, doch keinen Alkohol mehr im Studio zu trinken, da er ansonsten die Bänder löschen würde. Weil irgendwie, ja, wir haben das Haus und Studio doch irgendwie auf links gedreht. Ein bisschen, ja. Ist über die Stränge geschlagen. Ja, also ich glaube, laufen konnte man nirgendwo mehr. Barhocker haben wir mit Gaffertape an Fenster geklebt und so eine Scheiße. Ja, und natürlich überall Chips aus- und Bier und ja, da war eine Katastrophe. Heute, wenn wir so zurückblicken, sagen wir auch, wir haben es übertrieben. Aber nicht bereut. Aber nicht bereut, ja. Drink the magic potion by the wizard, mixed by the god. Shall stands prepare. The power can be yours. Drink the magic potion by the wizard, mixed by the god. Shall stands prepare. The power can be yours. Die komplette Aktion ist völlig aus dem Ruder gelaufen und legendär. Da war auf jeden Fall eine legendäre Party. Ja, und dann nächsten Tag war dann Feierabend. Der Detlef kam ins Studio, hat sein Studio nicht mehr erkannt und sagte, Jungs, jetzt ist Feierabend. Wenn mir noch eine Kiste Bier hier reinschleppt, lösche ich alle Bänder, ihr könnt sofort nach Hause fahren. Und dann die so, Also haben wir die letzten 2 Tage dann keinen Alkohol getrunken. ja, und deswegen sind die Aufnahmen auch nicht so gut geworden. Frankfurt, bei Obwohl wir gedacht haben, die sind ganz gut, ne? Ja, eigentlich, die hatten eigentlich ein ganz Die gutes hatten ein Gefühl. gutes Gefühl. Ja, nach 2 Wochen geiler Party. Haben die dann nach Limp geschickt und der hat einen Flash gekriegt, einen kleinen. Ja, Irgendwann rief dann Limp an, ja Sven, du musst dieses Wochenende sofort nach Frankfurt fahren. Ich so, hä, wieso das denn? Ja, das komplette Album muss neu eingesungen werden. eingespielt. Ja, gut. Ja, habe ich mich auf den Weg nach Frankfurt gemacht, nach Uwe Lulis. Und dann Alles normal. haben wir alles normal, ohne Alkohol. Die waren alle da einfach. ja, die waren sehr traurig. Aber Mussten alle antreten. Ride with the wind. Think of my goodness, revenge is your aim. Revenge on the world. The dark time is over, the magic will win. War auf jeden Fall eine geile Erfahrung.
Also im Endeffekt, ja, bereue ich persönlich jetzt nicht, dass wir da in Bochum verkackt haben, weil wir somit um eine Erfahrung reicher sind. Den Uwe kennengelernt haben, ein cooler Typ, und der hat dann auch so ein bisschen, ja, ich würde schon sagen, vom Gesang her und so, da unterstützend mitgeholfen. Er hat ja jetzt nun mal auch ein bisschen länger Erfahrung als ich und hat dann ja, seine Erfahrung so dann halt auch mit reingebracht. Ja. Hat mir ein bisschen in den Arsch getreten. Ich hatte über seine Amps gespielt, seine Marshall Amps, und der Sound war richtig geil. Hört man auch, dass es Willis Amps sind auf der Platte? Ja? Meine Meinung, ja. Sind, Ich habe da nur in Erinnerung, das war in so einem riesen Bunker in Frankfurt Ja, wow. und wir haben 3 Tage die Sonne nicht gesehen. Why don't you open your eyes? You are false, and we are true. Shut up and listen what we say. Shut your mouth. It's better you go out of my way. Kiss our asses. We play more metal than the most people can take. Bad reviews and fat ass critics. We don't care. We play metal for metal heads and not for rotten poserettes. The sounds of our hearts. We will never be apart. The sense of our life, they save us. Our victory is your doom. Wir haben natürlich auch Kritiken gekriegt, wo Leute überhaupt nicht klar kamen mit unserem Stil. Ne? Und vor allem gerade mit diesem leichten Manowar-Touch und mit diesem Gepose oder Gehabe oder wie die das genannt haben. Und die uns natürlich dann auch runtergebuttert haben. Ne? Und guck mal, was machen die denn da für eine Scheiße? Also kennt man ja von immer schon bei Manowar. Ne? Die einen lieben die anderen hassen die. Ja, so ungefähr war das bei uns ja auch, ne? Aber bei uns hat das im Endeffekt nie gestört, wenn die Leute dann so eine Scheiße geschrieben haben. Ja, dann war das so, weißt du, und das hat uns nicht interessiert. Wir haben das trotzdem weitergemacht, weil wir da selber richtig Bock drauf hatten und das auch richtig geil fanden. So, und dann haben wir halt irgendwann mal in so einer Textzeile halt mal so eine kleine Retourkutsche gegeben halt, ne? Und haben gesagt, weißt du was, ihr könnt schreiben, was ihr wollt. Wir ziehen unser Ding trotzdem durch. Ne? Scheiß doch drauf. Defenders of metal. We've heard the sound of timeless horn. It is calling us to battle. Unhurry us by our side. The crew is in the sky. Brothers, swords of metal. Prepare for war. Fight with us for metal. In the hour of war. Defenders of metal. Fight and kill. Defenders of metal. And with steel. Defenders of metal. Defenders of Metal war immer so ein Stück, fand ich, also das ist ja so ein typischer Volker-Song. Volker kam immer im Proberaum an mit irgendeiner Idee, das klang dann auf dem Bass so bum 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 bum. Also, hä? Wie, das soll jetzt ein Stück werden oder so? Ja, ist voll, ich hab das im Kopf, das ist voll das geile Stück. Also, hä, wie soll denn da ein Stück draus überhaupt entstehen, ne? Ja, und dann kam halt eine Gitarre dabei, dann Schlagzeug und dann vor allem auch der Gesang. Und auf einmal war das ein mega Stück. Also das hatte Volker wirklich auch super geil drauf, aus ganz simplen Sachen super geile Stücke sich entwickeln zu lassen. So, ne? Das hatte der echt raus. Ja, ich glaube, dass wir die Fans da schon irgendwie befriedigt haben.
2002 stehen Wizard zum ersten Mal auf den Hauptbühnen der großen deutschen Festivals. Wacken war sehr geil. Bühne war sehr, sehr groß. Also ja, schon eigentlich zu groß für mich. Hauptbühne, ne? Man wusste gar nicht, wo man hinrennen sollte. Aber gut, Wo war das ich sind denn so noch nicht? Gedanken, die machst du dir dann halt vor der Show, wenn du dann gerade so auf die Bühne kommst. Wenn es dann natürlich losgeht, dann bist du halt im Thema und dann knallt das auch. War schon echt richtig geil. Ich glaube, nach dem Konzert habe ich 5 Minuten gebraucht, bis ich voll war. Ja. Ja, und Bang Your Head war auch geil, wo der Schulti da mit dem pinken T-Shirt ankam. Dann Hilfe. Vor der Show. Also wir hatten einen Aushilfsbassist, weil Volker nicht spielen konnte. Guter Freund. Ein guter Freund. Und dann so 10 Sekunden vorm Auftritt, wo das Intro lief, wir wollten gerade auf die Bühne, da gucke ich rum, da steht er da mit einem pinken T-Shirt. Schulte, du willst ja jetzt nicht mit dem T-Shirt, ich dachte, der zieht das dann aus. Ne? Der wollte mit dem pinken T-Shirt, wollte er auf dem Bang Your Head auf die Bühne. Ne? Ja, das ging natürlich gar nicht. Naja, wir haben ein schwarzes T-Shirt organisiert. Ja. In der letzten Sekunde. In der letzten Sekunde. Ja, und beim Gig da, weiß ich noch, da war so eine Luft, ich bin fast krepiert. Ja, der Laden war gerappelt voll, ich weiß nicht, über 1000 Leute drin. Boah, war da eine Luft. Aber richtig- vergisst man Aber auch. die Stimmung richtig geil, war ja. richtig, richtig geil. Richtig nah auch noch, ne, nicht so weit weg und so. War richtig super. Ja, Holger ist diesmal auch beim Ball. Wenn er geplatzt wird. Der Schwanz war zu dick. Ach, was? Ja. Das wird zu jung für. Es ist eine große Ehre, hier auf dem Wacken Open Air spielen zu können. Es ist aber eine noch geilere und größere Ehre, mit so vielen tausend Metalheads das feiern zu können, was wir alle so verdienen. Nämlich harten, lauten, brutalen, heavy Metal! Ich habe mich gerade entschlossen zu sterben. Bleib aber was. Inspiriert durch Volkers germanischen Götterglaube entstehen 2003 die Songs zum 5. Album Odin. Aufgenommen werden sie im renommierten Powerhouse-Studio unter der Leitung von Pete Sielk. The incarnation of brutal power.
Pete hatte die ersten 2-3 Tage keine Zeit. Und Kai Hansen ist zu der Zeit gerade von der Tour gekommen mit Gamma Ray. Und meinte dann, ja komm, dann machen wir doch die ersten Songs, fangen wir an. Und da war schon echt geil. Hat Spaß gemacht. Sven, mach mir den Erich! Wieso Erich? Ja, Eric Adams. Ja, aber das war ja jetzt mit Pete auch so, dass du zum ersten Mal, ich sag mal, mehrstimmige Sachen ausprobiert hast und so auch. Ja, der hat mir natürlich gezeigt, was möglich ist. Was kann man machen, wo kann man hingehen. Und ich habe da auch jede Menge gelernt, weil ich dann in den späteren Alben dann natürlich dann auch toll anwenden konnte. Ne? Ja, Pete hat das schon echt super produziert. Ja, das war richtig geil. Ja. Also so klang auf jeden Fall kein anderes Album, ne? Ja. Volker, der glaubt ja auch, das ist seine Religion, sag ich mal. Und ja, im Endeffekt hat er ein Album über seinen eigenen Glauben geschrieben. Dass da natürlich auch geile Storys hinterstehen, ist jetzt für uns Glück, sag ich mal, ein guter Zufall. Ja, und der hat einfach diese Themen aufgegriffen, verarbeitet und halt in Metal gegossen. Ich glaube, da hat alles gepasst bei dem Album. Ja. Von Texten über halt die Aufnahmen, Cover, also ja, einfach ein Masterpiece. Ja. Sollte man nochmal vielleicht reinhören, ne? Also jemand kam uns so einen Plattenfirma an und sagt, ja, wir haben hier ein Video gemacht. Wieso, wie ein Video gemacht? Die haben also vom Wacken-Auftritt Live-Ausschnitte halt genommen und dann halt mit irgendwelchen australischen Playlists da irgendwelche Sachen gedreht. Also wir haben das auch erst wirklich gesehen und erfahren, wo das Video fertig war. Fand das natürlich ziemlich geil. Haben noch nicht mal was bezahlt dafür, ne? Ja. Also hat alles das Label gemacht. War aber echt schon geil. Ja, der Limp, der hat schon geile Sachen gemacht. Der Limp, der war, ja, war echt super.
zusammen mit Gravedigger und Symforce touren Wizard 2004 durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die Reaktionen der Fans in den 15 fast völlig ausverkauften Hallen sorgen noch 15 Jahre später für Gänsehaut bei allen Beteiligten. Da war jeder Abend war ein Hit, also war jedes Mal echt so ein Ein-Stunden-Orgasmus, sag ich mal, auf der Bühne so ungefähr. Du warst so perplex da, die Leute haben uns echt aus den Händen gefressen. Unbeschreiblich, also unfassbar, was da teilweise abgegangen ist. Also, du bist dann hinterher von der Bühne gegangen, die Leute Autogramme geben, da war einfach krass. ja, aber auch wie die mitgemacht haben, bis in die letzte Reihe, die haben die mitgeschrien und alles, als wenn die teilweise Hauptdeck gewesen wären. Ne? Also die hat nicht das Gefühl, du bist jetzt die Vorband und du spielst jetzt vor 30 Leuten und dann nachher kommen 500 Leute in der Halle rein und gucken sich den Headliner an. Sondern die Hallen, die waren von vornherein voll und die haben alle mitgemacht. Und die standen auf der Bühne und waren geflasht. Es ist so geil, heute Abend hier zu sein. Welch eine Stimmung! Wir haben ja schon viele Konzerte davor gemacht und auch danach. Aber die Odin-Tour, die war schon wirklich absolutes Highlight, muss man sagen. Ja, auch da hat wieder alles gepasst. War gut organisiert alles. War perfekt. Wir hatten einen Stimmung war gut. super geilen Tourmanager. Wir sind mit Gravedigger mega geil ausgekommen. Mit Symforce auch super. Ja. Der Tourbusfahrer war geil. War einfach alles geil. Alles gepasst. Ja, einfach geil. Früher waren die Touren lustiger und spannender und da ging es mehr zur Sache. Ich werde nie vergessen, wie wir uns Wizard angeguckt haben, oben vom Mischpult aus und der Sänger dann immer von der Bühne gelaufen ist, weil er kotzen musste. Aber er hat immer krampfhaft mit seiner Flasche Jack Daniels auf der Bühne gestanden, weil das halt Rock'n'Roll war. Ich meine, das war eine super geile Sache. Hat es aber immer durchgezogen. Ne? Allein bei einem Konzert. Wir haben irgendwann mal selber so einen Zusammenschnitt gemacht von dieser Odin-Tour. Wenn man das sieht, dann sieht man auch, wie viel Spaß wir gehabt haben. Jede Menge Outtakes. Und heute haben wir uns richtig einen verdient, oder nicht? Ja, heute haben wir uns einen Jackie verdient. Ich glaube, heute kriege ich sogar vielleicht einen Jackie. Mal gucken. Ne? Oh, die guten Vorsätze! Jetzt, du kriegst keinen Jack. Ja, ich hatte gerade fast einen Ständer bei Defender Sommelier, habe ich von hinten gedreht, weißt du? Gesehen. Ich hatte fast voll, ich war voll am Zittern. Ich so, was geht denn da ab? Ey, tolle. Ey, man hat denn jetzt die Kamera jetzt auf dem Ständer stehen? Oder? Beide Arme am Jubel und die Kamera auf dem Ständer.
Also konzertmäßig war Lang Tausender Halle. ein mega Highlight. Ja. Da war eine Tausenderhalle, die war auch voll. Ja, oder Pratteln? Pratteln war auch mega geil, stimmt. Am Z7. Was auch geil war, in Berlin, da sind wir dann hinterher mit Gravedigger Ja. oder mit einigen von den Gravedigger-Jungs Party machen gegangen. So ein Kollege hatte uns erstmal mal in der Kneipe ganz gemütlich und dann sprach uns jemand an, ja, habt ihr nicht Bock, ich habe eine geile Kneipe, ich habe alles da und ja. Ja, der hat uns so lange zugelabert, bis wir dann alle gesagt haben, komm, lass da eben hinfahren mit Taxi. War natürlich auf der anderen Seite von Berlin. Ja, kamen wir da rein, also der hatte die komplette Theke voll mit Jack Daniels Pullen stehen. Der hatte die Eiswürfel, die waren in so Badewannen drin. Da waren so kleine schwarze Sticken drin. Da war eine Party, da kannst du gar nicht vor, ich glaube bis morgens 6, 7 Uhr oder so, ne? 8 Uhr ist der Bus gefahren, da waren wir, glaube ich, so gerade eben noch am Bus mit allem. Gewisse Leute haben noch gestrippt. Ja, gewisse Leute haben noch gestrippt. Weißt du noch, ich meine, wir sind in Berlin gewesen, haben wir gespielt und dann sind wir noch in der Heavy Metal Kneipe, die Kiste, die da, das war so ein totaler Freak, so ein Fan halt, der hat uns eingeladen und dann haben wir auch hoch die Tassen und irgendwann fing er an sich auszuziehen und mit nacktem Oberkörper da rumgelaufen und hat gefragt, ob ich ihm Autogramm auf dem Rücken schreiben könnte. Sag ich, ja klar, mache ich. Dann habe ich ihm so einen großen Pimmel auf den Rücken gemalt. Sag ich, Entschuldigung, aber du siehst aus wie ein Penis. Und dann ist er dann nackt durch Berlin gelaufen. Das war eine geile Story. Dankeschön, Ludwigsburg. Nach 15 Jahren Bandgeschichte stehen Wizzard 2004 auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Dank einem starken Album und einer unvergessenen Tour werden sie erstmals, auch über den Underground hinaus, als die Zukunft des deutschen Heavy Metals gefeiert. Am Ende ihres erfolgreichsten Jahres sieht keiner, welche dunklen Wolken schon bald aufziehen werden.